Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Der einzig wahre, doch unerreicht, aber wiedererkannte Fragrance Dog. Yes! Search of Top 10 Herbstdüfte. Ja, wirklich auch Top 10. Es ist ja immer nicht so einfach, aber ich habe es mal gemacht und gerade bei einer meiner Lieblingsbrands ist das ziemlich schwierig. Gleich vorweg, Naxos ist nicht dabei, weil alle davon ausgehen, dass Naxos dann immer auf 1 ist, weil Naxos ist mein Duft. Ich habe ihn jetzt weggelassen. So, ich habe 10 andere Düfte, beziehungsweise ohne Naxos, und ich denke mal, ja, sind sehr geile Düfte natürlich, und ja, da wollen wir gleich mal anfangen. So, Platz 10 ist Ascente Overdose. Ich muss natürlich jetzt dazu sagen noch, das hatte ich eben vergessen zu sagen oder zu erwähnen, das sind meine Top 10 und ich bin der Meinung, die passen aktuell jetzt im Herbst sehr nice. So, Ascente Overdose, das ist ein fruchtig blumiger Duft, der doch schon richtig auf die Fresse ist, und ich sage mal so, wer den Original Ascento mag, aber der irgendwie zu wenig Power hat, meiner Meinung nach hat der auch zu wenig Power. Es ist ein guter Duft, aber zu wenig Power, der kann natürlich zu diesen greifen. Allerdings ist dieser hier doch auch sehr feminin, sehr fruchtig, süß, blumig. Blumig in Background, man merkt schon, dass da auf jeden Fall ja, leichte Blumigkeit drin ist, aber grundsätzlich auch süß, fruchtig. Also Maiglöckchen, Eukalyptus, Jasmin. Also das merkt man schon. Aber ich finde, man kann ihn wirklich gut als Mann tragen. Man muss auch, ich sage das jedes Mal, vielleicht sollte man inzwischen mal alle Düfte Unisex machen, weil so viele Frauen tragen Männerdüfte. Es gibt Männer, die Frauendüfte tragen. Ich habe zum Beispiel Shalimar, ist für mich einer oder der beste Vanilleduft ever. So, muss man mögen, aber es ist einfach Fakt. Und ja, es sei denn, du hast so einen extremen Oud-Duft, okay, da kannst du vielleicht sagen, es ist ein Männerduft. Aber es gibt auch Frauen, die Oud-Düfte tragen. Deswegen macht doch alle Unisex, weil sonst dieses immer, ist das ein Männerduft, ist das ein Unisex, ist das ein Frauenduft? Ja, ist auch ein bisschen nervig, ne? Aber hier kann man gut tragen, aber auch Frau, beziehungsweise fast besser die Frau. Aber es geht ja hier um die Herbstdüfte, und ja, da gehört er mit rein. Er ist stark, 11 Stunden Haltbarkeit, Monster Sillage. Also ihr seid in Raum und die Leute, die euch noch nicht gesehen haben, die riechen euch. Also er ist wirklich gut stark. Platz 9 ist der Don. Ja, der Don natürlich. Den muss ich einfach mit reinnehmen, weil jetzt so ein Herbst, Schießpulver, Whisky schon mal. So, das sagt schon alles. Schießpulver und Whisky, vor allen Dingen Schießpulver. Merkt ihr hier richtig, ne? Also ist es genial. Ja, rauchig-würziger Duft. Ein rauchig-würziger Duft, der auch extrem gut performt, richtig gut stark ist. Und ist nicht jedermanns Sache, aber ihr müsst denen mehr Zeit geben, weil ich finde den Don doch wirklich gelungen. Ich mochte den am Anfang auch nicht, muss ich zugeben. Aber dann testet den länger. Oh, dieses Würzige, ne, dieses rauchig-würzige, das Schießpulver, das ist schon in der Nase, und der kommt in the face, also richtig rein. Und Don solltet ihr auf jeden Fall mal testen, und der Whisky im Background ist auch richtig nice. Dazu kommt auch noch Tabak. Wow, Tabak, Whisky, Schießpulver. Endstation. Mehr müsst ihr nicht wissen. Tabak, sage ich schon, nein. Don auf Platz 9. So, Platz 8. Yeah, Golden Dollar. Golden Dollar. Ja, ich habe den ja jetzt schon lange, ne? Aber ich habe eine ganze Weile immer nach dem besten Kaffeeduft gesucht. Ich suche immer nach Kaffeedüften. Aber das ist für mich aktuell oder immer noch der beste. Es ist ein richtig schöner, man merkt, Kaffeeduft, und ich finde auch, dass Golden Dollar nicht so weich gespült ist. Also nicht so Cappuccino-mäßig oder Latte Macchiato, sondern wirklich Kaffee. Vielleicht auch nicht die schwarzen Bohnen, aber schon Kaffee. Und dazu müsst ihr euch den Kakao-Rose, Kakao-Rose, Weihrauch, glaube ich. Und Weihrauch merkt man auch. Und eben Kaffee. Und ja, gehört mit definitiv in die Herbstdüfte, und ihr merkt ja, Platz 8. Es ist schwer, überhaupt alle jetzt so in die richtige Reihenfolge. Mann, ich könnte jetzt auch den nach oben setzen, aber dann ist da oben. Es ist schwierig, ne? Also ich muss schon sagen, dass Search of immer wieder oder überhaupt Düfte hat, die wirklich gut sind. Hier haben wir eine Haltbarkeit von 8 Stunden.
Und Silage, die auch wirklich da ist. Kein Beast Mode, aber sie ist da. Und ja, wollt ihr einen schön würzigen, sag ich mal, Kaffeeduft, dann holt euch Golden Dahlia. So, Platz 7 muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Also es gibt nicht viel zu sagen, auch wenn da einige Inhaltsstoffe drin sind. Aber es ist ein Irisduft. Ein pudriger, ich möchte schon sagen staubiger Irisduft. Und einer der besten, wenn nicht der beste Irisduft. Und zwar Iris mit 3S. Ja, wow. Ja, also wenn ihr, natürlich nur für Leute, die Iris mögen, sonst bringt das nichts. Ja, das ist ein Saubermann-Duft, das ist ein Gentleman-Duft, aber es ist eben ein staubiger Iris-Duft. Staubig meine ich richtig trocken, staubig, nicht negativ gemeint. Und ja, bei Ihnen ist das so, der ist stark, der performt auch extrem lange, aber ihr nehmt ihn nicht immer die ganze Zeit wahr. Das kommt aber dann immer zwischendurch, aber andere... Ich habe damit ein Haus mit, ich weiß nicht, wie viel Sprühe ich hatte, aber ich habe gedacht, ja, das war, glaube ich, zu warm. Aber das ganze Haus hat gerochen nach diesem Duft. Und ja, es ist schon ein richtig schöner Irisduft. Ist meiner Meinung nach der beste Irisduft. Es gibt viele Irisdüfte, aber der ist schon sehr nice. Natürlich Bergamotte etc. ist da auch drin, aber grundsätzlich, ich nehme nur Iris wahr. Deswegen heißt er so und es passt einfach. Ja, Iris, richtig nicer Duft. Kostet ein bisschen das ist die 1717 Reihe, aber absolutes Meisterwerk, was Iris angeht. Platz 6, ja, bei vielen würde der wahrscheinlich weiter oben sein, aber nochmal, der könnte auch auf 2 sein. Er ist genauso gut, aber in dem Fall ist er jetzt auf 6. Ja, Tony Iommi Monkey Special. Wow. Und das ist schon so ein genialer Duft. Also die Haltbarkeit und Sillage brauchen wir gar nicht von reden, das ist ein Monster. Und wer auch was würzig, leicht süßes, fruchtiges haben möchte, ist mit diesem Duft wirklich sehr gut bedient. Am Anfang die Bergamotte kommt so genial, weil dann auch der Rum dazu kommt. Rum und Bergamotte und leichte Fruchtigkeit. Das ist ein Meisterwerk, wirklich. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Und natürlich macht den nicht jeder, okay, kann auch nicht jeder jeden Duft mögen, aber für mich gehört da, also wenn ihr eine Search-Sammlung habt oder wenn ihr die Brand gut findet und mehrere Düfte habt zu Hause, gehört dieser Duft meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Sammlung. Also den müsst ihr haben, wenn ihr natürlich auf sowas steht. Wenn ihr gar nicht sowas mögt, dann macht das keinen Sinn, aber ich kenne wenige, die diesen Duft nicht mögen. Wow, geil. Also Bergamotte, Rum, würzig, leicht süß und der kommt richtig gut. Dazu noch Karamell, Leder, Sandelholz. Da wisst ihr, ne, was Sache ist. Also wow, richtig gutes Release und auch von der Haltbarkeit und Sillage. Absolut geil. So, Platz 5 kommt ein Search-Duft, den eigentlich gar keiner vorstellt. Irgendwie stellt den überhaupt keiner vor und ich bin verliebt in diesen Duft. Ja, ist auf Platz 5, aber wie gesagt, nochmal eingangs schon erwähnt, es ist schwierig jetzt. Ja, MV Augusta. Ja, wow. Also, das ist ein Duft, ja, das muss man mögen. Der ist erstmal auch hier, Haltbarkeit, Sillage, bombastisch. Für mich auch hier ein Meisterwerk. Im Endeffekt ähnlich den Search of Om, nur mit Leder. Ja, also ihr müsst schon so ein bisschen... Ja, also ein bisschen moosig, also grün, gewürzig, Oldschool-Touch ein bisschen, aber dazu Leder. Und das ist von allerfeinsten, auch der Flakon ist von allerfeinsten. Und wie gesagt, bombastische Haltbarkeit, bombastisches Sillage. Ich würde ihn vor den... Na, der Om ist auch das ist so ein Klassiker von Search, auch so ein Meister, auch aus der 1717 Reihe, den habe ich auch. Deswegen habe ich den jetzt weggelassen, weil ich den MV Augusta dafür genommen habe. Was soll ich sagen? Also Leute, testet bitte den MV Augusta. Gewürznecke, Yang, Weihrauch, Iris, das ist die Blumigkeit auch. Er ist nice und da liegt die Betonung auf nice, wie ich immer so schön sage, wirklich. Also, es ist wow, Alter. Man muss auch ein bisschen diesen Duft mögen, diese Art. Man muss vielleicht auch die Eier haben, diesen Duft zu tragen. Aber schreibt mal runter, ob ihr den kennt. Er geht so wirklich an einen vorbei. Ich finde das sehr, sehr, sehr schade. Das ist aber ungefähr auch wie der, lass mich lügen, den habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Tatsächlich nicht. Den Kommandante, glaube ich. Heißt der Kommandant, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist ein Meisterwerk
in meinen Augen. Ich muss den noch in meiner Sammlung haben. Ich werde den auch, glaube ich, bald holen. Das Ding ist, dass der mich sehr an Night Flight erinnert. Bloß als Luxusvariante. Und das ist genial. Also Kommandante wird auf jeden Fall, wenn jetzt richtig Kommandante, glaube ich, der wird auch in meiner Sammlung wandern. Ja. Ist auch geil, fährt auch weit unter den Radar. Sehr nice. Habe ich als letztes, ich weiß auch nicht, warum der an mir so vorbeiging. Da habe ich auf meinen letzten Urlaub auf Sylt in Kampen gerochen. Ich denke, wieso kenne ich den nicht? Wieso? Und ich war sofort begeistert. Ich habe allerdings die Nishio-Düfte mitgenommen und dann habe ich überlegt, nehme ich den auch noch mit. Habe ich gesagt, nee, lasse ich erstmal, obwohl ich begeistert war, aber ich glaube, der folgt. So, jetzt kommen wir zu Platz 4. Ja, Chemie. Ja. Nicht jedermanns Sache, vor allen Dingen nicht beim Aussprühen, weil eben, ja, Kuhstallmäßig, wie ihr immer sagt, ja, also, ja, ich mache das immer nicht so, es ist animalisch, ja, ne? Aber dann, wenn der süß wird, nach 5 Minuten, wenn der dann in die Süße übergeht, mit diesem Oud, wow. Dazu das Karamell, Zibet, natürlich, das ist das, was man mögen muss. Der ist nicht leise, auch der ist extrem am Start, Sillage und Haltbarkeit. Aber absolut, ey, der Flakon, ne, auch absolut geil jetzt. Und Chemie, die gibt es ja schon ein bisschen länger, aber das ist ein Duft. Dieses Karamell, dieses Süße und dann dieses Oud. Am Anfang, ja, Kuhstall, bisschen so, ne, wie gesagt, wie ihr sagt, Zibet eben, animalisch, aber dieses Zusammenspiel ist genial. Das ist nicht für jedermann, aber wenn ihr den länger testet und dann werdet ihr vielleicht in diesen Duft verfallen und das ist geil. Was diese Art Richtung, extreme, also dieses schon animalische durch das Zibet und Oud plus dieses Süße angeht, ist das schon ein Meisterwerk. Da gibt es nicht, was diese Art und Weise angeht, viele von. Also der ist schon bombastisch gut. Chemie. So, jetzt kommen wir zu einem Meisterwerk, zu dem nächsten Meisterwerk. Was soll ich sagen? Alexandria Orientale. Ja, ich habe diesen Orientale genommen, weil er ist ein Dampfhammer. Er hat Power, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ausstrahlung ohne Ende. Hat die Qualität von Alexandria 2. Brauche ich nicht drüber reden, ein Meisterwerk. Plus, dass er eben das Orientalische noch mit den extrem starken Oud hat. Hier nicht so wie bei Chemie. Ihr habt das nicht. Ihr habt auch hier wieder eine leichte Haarspray-Note. Nochmal, Leute, bevor ihr wieder meckert, positiv gemeint. Es gibt immer, ich habe bei Alexandria zwar immer eine Haarspray-Note im Background, so wie nochmal erwähnt, L'Oreal, dieses goldene Haarspray, das meistverkaufte Haarspray der Welt, glaube ich, das riecht ja gut. So, aber hier haben wir noch das Orientalische dabei und ja, also die Qualität von Alexandria 2 ist ja, wie gesagt, Alexandria Orientale, das ist geil. Deswegen habe ich ihn reingenommen und ja, er ist genial. Also ich bin der Meinung, wenn ihr Alexandria 2 mögt, dann mögt ihr auch diesen hier, wenn ihr kein Problem habt mit starkem Oud. So, die Qualität verliert der Orientale 0. Also der ist am Start, der ist stark, der ist luxuriös, ist auch ein Meisterwerk. Punkt. Mehr muss man auch nicht sagen. So, jetzt kommen wir zu Platz 2 und ja, das ist für mich immer einer der besten Search of Düfte ever. Das wird da auch bleiben und zwar Amber Star. Also, ne, was soll ich zu Amber Star sagen? Erstmal auch hier eine ganz krasse Sillage und Haltbarkeit. Und dann dieses Vanille, Sandelholz, Amber. Also dieses ganze Zusammenspiel dieses Duftes ist erstmal luxuriös, absolut luxuriös. Und also es ist auch hier haben wir wieder ein Meisterwerk. Was soll ich sagen? Das ist nicht Geblare und ich bin free, also ich kann sagen, was ich will und dieser Duft ist genial. Absolut genial. Ich liebe ihn. Ich mochte ihn von Anfang an, wo ich das erste Mal den gerochen habe, eine Probe von dem gehabt habe, habe ich mich verliebt. Und was soll ich sagen? Amber Star. Passt es Star. Wirklich, ganz ehrlich, das ist ein geiler Duft. Und der Flakon auch hier matt. Richtig gut. Und ich glaube, ich habe den ja schon die Jahre, die ich hier bin, vorgestellt. Nicht so oft, aber ich habe ihn vorgestellt. Und ich muss sagen, er ist einfach
top. Ja, aber er ist eben nicht auf Platz 1 und auf Platz 1 habe ich einen Duft gesetzt, den ich soweit, ja, wie soll ich sagen, nicht so oft rieche, beziehungsweise die Qualität, dieses Luxusgefühl, man kann mit einem Anzug in eine Oper gehen und ja, Opera oder Opera, wie auch immer, ist einfach, es ist zwar, ja, es ist ein blumiger Duft, aber hier habt ihr eine, also es ist nicht so typisch, was ihr denkt, jetzt, oh, jetzt kommt Blumen, ja, ihr merkt aber die Blumigkeit, aber oh, diese Qualität, dieses, ihr riecht Luxus, ihr riecht das einfach. Das ist bombastisch. Das ist ein Duft, den ihr nicht immer tragen könnt. Ihr auf Anlässen, auf feinen Anlässen, in die Oper meinetwegen auch, wenn ihr Bock drauf habt, dann passt dieser Duft. Es passt einfach, wie die Faust aufs Auge. Für mich, auch hier, Meisterwerk, brauche ich nicht drüber reden. Xerjoff hat viele Meisterwerke, was soll ich sagen, ist einfach so. Und hier habt ihr einfach, der Duft ist einfach, wow. Dazu habt ihr Muskat, Leder, Moschus, Yang Yang ist auch, glaube ich, drin, fruchtige Noten, dann Rose, wie gesagt. Wow, Luxus pur, Luxus im Flakon und Haltbarkeit. Ja, es ist eben stark, aber auch hier könnte es mal sein, dass ihr diesen Duft nicht immer wahrnimmt oder eben schon durchgehend wahrnimmt. Dann kann er extrem auch stark sein, der ist extrem stark, ne, und Sillage auch. Aber es kann sein, es ist so ein Duft, manchmal habt ihr so Tage, da fragt ihr, habt ihr den jetzt aufgesprüht? Und dann kommt er wieder. Und dann gibt es Tage, wo ihr sagt, Mann, Alter, der ist die ganze Zeit, das ist so bombastisch. Und ja, Opera ist die Nummer 1 für den Herbst jetzt. Nochmal Naxos hätte ich jetzt mit reinnehmen können, aber wo wäre Naxos gelandet? Ja, ich hätte ihn jetzt auch mal auf 2, 3 nehmen können, aber ihr wisst, das Naxos ist einfach der Duft. Ich habe noch die erste Version, das ist natürlich klar, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, passt natürlich auch zum Herbst. Also keine Angst, aber meine Xerjoff Winterdüfte Top 10 werde ich auch machen, aber noch haben wir das nicht. Jetzt ist erstmal der Herbst am Start und ja, schreibt mal runter, was habt ihr für Top 10, meinetwegen auch Top 5, wenn ihr nicht so viel schreiben wollt. Herbstdüfte für Xerjoff, von Xerjoff, sorry, und meinetwegen auch andere Düfte, die ihr benutzt, aber grundsätzlich geht es ja hier um Xerjoff und dann wäre es mal ganz interessant zu wissen. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.